Hi, mein Name ist Christoph von X2Anima und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr mit eurer MetaQuest eine Weltkugel in eure Wohnung bekommt. Und wer möchte, auch noch mit umlaufenden Mond. Als Voraussetzung dazu müsst ihr eure Quest 3 mit Unreal 5 verbunden haben. Wie dieses funktioniert, habe ich euch in einem anderen Tutorial erklärt. Den Link dazu findet ihr hier oben oder unten in der Beschreibung. So, als erstes starten wir ein neues Level. Dazu nehmen wir Empty Open World, Create. So, dann müssen wir noch unter Project Settings eine wichtige Änderung vornehmen. Wir müssen unter MetaXR nämlich unser Pass-Through Enabled aktivieren, damit unsere Brille auch die Umgebung zeigt. So, ich hole mir jetzt hier mal mein Place Actor Panel und das erste, was wir brauchen, ist eine Kamera. Camera Actor und den setzen wir mal auf 0, 0 und 0. So, die Kamera noch ein wenig drehen. Perfekt. Und ganz wichtig beim Camera Actor ist, dass wir Auto Activate for Player auf 0 setzen. Außerdem müssen wir hier oben auf Add und hier geben wir mal Pass ein. So finden wir den Oculus XR Pass-Through Layer recht einfach und den brauchen wir, um in unserer Brille später auch die Umgebung zu sehen. Unten müssen wir dann bei diesem den Stereo Layer Shape auf Reconstructed Pass-Through setzen und in dessen Untermenü den Layer Placement auf Underlay. Als nächstes brauchen wir Licht. Directional Light ist unsere Sonne und diese schieben wir mal ein bisschen nach hinten. So. Und was uns jetzt noch fehlt, ist unsere Erde. Wir könnten jetzt hier ein Static Mesh nehmen, aber wir möchten ja, dass sich die Erde dreht. Also erstelle ich jetzt hier erstmal einen neuen Ordner. Den nenne ich mal Earth. Und jetzt brauchen wir einen neuen Blueprint und zwar einen Actor. Und den nennen wir mal Blueprint Earth. So, anklicken. So, und jetzt erstellen wir hier für unser Blueprint erstmal eine Sphere. Das ist unsere Erde. Compile, fertig. Jetzt nehmen wir unsere Kugel raus und setzen sie auf 100, 0, 0. So, dass sie direkt vor unserer Kamera ist. Das heißt, immer wenn wir jetzt die Quest 3 aufsetzen oder starten, haben wir direkt die Erde vor unseren Augen. Aber ich möchte noch ein wenig das Licht anpassen. So, das gefällt mir besser. Und dann soll die Kugel ja eine Erde sein. Und das ist sie natürlich nur, wenn sie auch dementsprechend aussieht. Also müssen wir hier noch ein paar Texturen importieren. Die packe ich euch unten als Link in die Beschreibung, wo ihr sie bei Bedarf auch herunterladen könnt. Auch wenn es sehr unvernünftig ist für eine Quest 3, nehme ich hier mal die 8K Texturen und die Specular Map noch dazu. Nun müssen wir uns ein Material erstellen. Das nenne ich M-Earth. So, Base Color ist ein Texture Sample. Da ist die Textur dazu. Naja, das sieht doch schon mal aus wie die Erde. Und damit es noch ein bisschen schöner aussieht, nehme ich bei Specular noch ein Texture Sample herein, die Specular Map. Apply und dann bin ich fertig. Super, jetzt müssen wir der Sphere im Actor noch das Material zuweisen und schon haben wir eine Erde. Jetzt möchten wir auch gerne noch, dass sich die Erde ein bisschen dreht, also gehen wir erstmal wieder auf Blueprint Earth. Hier brauchen wir nur Event Begin Play und suchen uns Add Rotating Movement Komponent. Okay, die Rotation mit 180 ist viel zu schnell. Außerdem müssen wir einen negativen Wert nehmen, da sich die Erde ja richtig herumdrehen soll. So, jetzt noch Compile. Das können wir mal testen, indem wir auf Simulation gehen und sie dreht sich und das auch richtig herum.
Was uns noch fehlt, wir müssen noch einen Blueprint und einen neuen Game Mode da drin erstellen. Den nenne ich mal GM Earth. Und zwar aus folgendem Grund. Bevor ich das hier gemacht habe, hatte ich das Problem, dass immer dort, wo ich in der Brille gestartet bin oder auch wo meine Kamera war, war dann eine graue Kugel. Das heißt, außer meiner Weltkugel hatte ich auch noch eine graue Kugel. Das möchte ich nicht und das kann ich unterbinden, indem ich einen eigenen Game Mode mache und bei diesem unter Default Pawn Class kann ich jetzt einfach None sagen. So, Compile und das müsste es gewesen sein. So, und diesen Game Mode muss ich natürlich noch aktivieren und das tun wir unter Project Settings, Maps and Modes und hier oben bei Default Game Mode stellen wir GM Earth als Game Mode ein. So, das Ganze nochmal speichern und starten. So, und wenn wir jetzt in der MetaQuest das Projekt starten, dann sehen wir wunderschön, dass sich die Erde vor uns dreht. Dank der 8K-Auflösung können wir auch recht nah herangehen und sehen sogar kleine Details. Allerdings ist, und das liegt daran, dass die Kugel Low Poly ist, unsere Erde etwas eckig. Also ist das nichts, was wir machen, dass wir die Low Poly Erdkugel durch eine hochauflösende Erdkugel austauschen. Dazu habe ich euch im Download-Link eine Erdkugel hinterlegt, die wir jetzt importieren können. Import, SM Earth. So, diese Erdkugel müssen wir jetzt hier nur noch unter Blueprint Earth gegen die neue Erdkugel austauschen. Hierzu suchen wir bei den Components wieder die Sphere und tauschen dort unsere hochauflösende Kugel aus. Beim Ranzoomen sehen wir auch, dass die Kugel nun runder ist und es bei den hohen Gebirgen ein paar Erhebungen gibt. So, Compile und das Ganze testen wir jetzt am besten mal wieder aus. So, und jetzt haben wir die hochauflösende Erdkugel in unserem Raum. Wir haben hier auch ein paar Erhöhungen. Das liegt an der Geometrie, die ich euch mit der Kugel bereitgestellt habe und sie sieht insgesamt ein bisschen runder aus. So, das letzte, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist, wie man einen Mond hinzufügt. Dazu benötigen wir eine neue Blueprint Class, einen Actor und den nenne ich mal, einfallsreich Moon. So, in diesem kommt jetzt wieder eine Sphere dazu. Diese lasse ich in diesem Fall auch mal Low Poly. Was wir natürlich noch brauchen, ist eine vernünftige Textur. Importieren. Auch wo ihr diese findet, stelle ich euch unten als Link bereit. Auch dafür brauchen wir noch ein Material. Das nenne ich mal Moon. Dann nehme ich hier nur für die Base Color ein Texture Sample und weise noch eine Mondtextur zu. Also haben wir jetzt auch einen Mond. Den Blueprint Actor vom Mond setzen wir dann hier rein und lassen diesen auf der gleichen Höhe laufen. So, da wäre er. Der Mond ist ja circa 6-mal kleiner als die Erde, also mache ich das mal so Pi mal Daumen 0,15. Das stimmt natürlich von der wirklichen Entfernung her jetzt nicht, aber man soll den Mond ja auch sehen können. Jetzt benötigen wir noch den Code. Wir kopieren das hier. Okay, auf dem Mond Blueprint einfügen. Das passt. Der kann durchaus mal ein bisschen schneller sein, sagen wir mal so um die 60. Jetzt müssen wir noch den Schwerpunkt versetzen. Da gehen wir mal auf 100, damit sich der Mond nicht wie die Erde um sich selber dreht, sondern in einem Radius um die Erde. Den Standort setze ich auf 0. So, testen und er dreht sich. Okay, das sollte es eigentlich nun auch schon gewesen sein. Wenn ihr jetzt in eurer Brille das Projekt startet, dann seht ihr, wie der Mond sich um die Erde bewegt. So, dann viel Spaß beim Ausprobieren.